Hallo liebe Häkelfreunde, dieser wunderschöne Pullover leuchtet mit den ersten Frühlingsblumen um die Wette und macht durch seine kräftigen Regenbogenfarben gute Laune. Mit einfarbiger Wolle hat der Pullover eine völlig andere Wirkung und das Muster kommt auf elegantere Art zur Geltung. Ihr habt also die Qual der Wahl oder ihr probiert einfach beides aus. Da die verwendete Wolle nicht überall erhältlich ist, verlinke ich euch vergleichbare Garne in der Infobox. Der Pullover kann aber problemlos mit unterschiedlichen Materialien gehäkelt werden. Die Anleitung enthält wie immer die Angaben von Größe 36 bis 50 und zwar immer dann, wenn sie benötigt werden, sowie Richtwerte zum Verbrauch für eure Größe und viele wichtige Informationen, bevor die praktische Umsetzung beginnt. Also bitte insbesondere am Anfang des Videos nicht überspringen. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Die Häkelnadel ruht nie lang, ihr Klicken ist ein wunderbarer Klang. Das entstehende Werk bringt Freude dir, mach mit und häkle mit mir. Schick und Karin. Dieses Projekt kann mit unterschiedlichen Materialien gehäkelt werden. Wählt die Nadelstärke passend zu eurer Wolle, aber nicht zu dünn, damit sich das Quadrat nicht wellt. Achtung, die Verwendung völlig anderer Materialien ändert den Verbrauch. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Ich beginne Rücken und Vorderteil mit der gleichen Farbe. Ich beginne beide Ärmel mit der gleichen Farbe. Ich arbeite alle Knäuel in der gleichen Richtung ab. Wenn nötig, bei Beginn eines neuen Knäuels den Knäuel bis zur gewünschten Farbe abwickeln und die Reste für den Kragen und den unteren Bund verwenden. Das von mir verwendete Ersatzstäbchen bietet aus meiner Sicht folgende Vorteile. Der Rand des Häkelstücks ist stabiler. Ein musterbedingter Rollrand lässt sich später leichter in die gewünschte Form bringen. Das Stäbchen passt besser ins Maschenbild. Das Stäbchen hat einen schönen Maschenkopf, in den man in den Folgereihen leicht einstechen kann. Meine Anleitungen sind von Anfang bis Ende wohldurchdacht und genau erklärt. Die meisten Fragen beantworten sich erfahrungsgemäß von selbst, wenn man das Video aufmerksam und zur Gänze anschaut. Für berechtigte Fragen stehe ich gerne und ausschließlich via Kommentarfunktion sowie in meiner Facebook-Gruppe Schick Umgang mit Karin zur Verfügung, sobald es meine Zeit erlaubt. Für Änderungen des Designs, der Machart, des Musters oder andere Sonderwünsche stehe ich grundsätzlich nicht zur Verfügung. Bevor wir beginnen,
erkläre ich euch kurz den Ablauf, wie die Vorder- und Rückenteile gehäkelt werden. Wir brauchen 2 solche Teile, einmal für vorne und einmal für hinten. Und wir beginnen mit dem Quadrat, das wird in Runden gehäkelt. Dann häkeln wir diesen Teil an das Quadrat dran und dann häkeln wir diesen Teil dran und am Ende häkeln wir noch eine runde Stäbchen drumherum. Und wie das alles gemacht wird, das zeige ich euch in der nächsten Einstellung. Ich verwende eine Häkelnadel 4 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in den Ring, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Dann häkle ich noch 2 Stäbchen in den Ring. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber, damit wir den Ring später zusammenziehen können. Wir haben jetzt 3 Stäbchen gemacht. Wir häkeln 2 Luftmaschen, wieder 3 Stäbchen in den Ring. Zwei Luftmaschen, 3 Stäbchen in den Ring. Zwei Luftmaschen, ein viertes Mal 3 Stäbchen in den Ring. Wir haben 4 mal 3 Stäbchen und am Ende der Runde schließe ich mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Auf diese Weise haben wir auch hier eine schöne Ecke und wir befinden uns automatisch in der Mitte der Lücke. Und wir häkeln wieder ein Ersatzstäbchen in die Lücke. Und noch ein Stäbchen in die Lücke. Das ist eine halbe Ecke. Die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Und ich häkle die Stäbchen ins hintere Maschenglied, damit das Quadrat ganz schön gerade wird. Also einfach Stäbchen häkeln ins hintere Maschenglied. In jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen häkeln. In die Ecke häkeln wir immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Jede Kante erhält 7 Stäbchen insgesamt. Hier wieder 3 Stäbchen ins hintere Maschenglied. Die Ecke ist immer gleich mit 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, drei Stäbchen ins hintere Maschenglied,
2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke, noch einmal 3 Stäbchen ins hintere Maschenglied, am Ende fehlt uns die halbe Ecke. Wir häkeln noch 2 Stäbchen in die Lücke und wir schließen jede Runde mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens. Ganz wichtig ist, dass alle Kanten immer die korrekte Maschenzahl haben. Im Moment haben wir 7 Stäbchen pro Kante und dass die Maschenzahl genau gleich ist wie bei mir. Also hier genau arbeiten. Ich zeige euch noch eine Runde. Wir häkeln eine Luftmasche, eine feste Masche in die Lücke, eine Luftmasche und ins linke Maschenglied der unteren festen Masche eine feste Masche und immer noch ein Stäbchen in die Lücke. Das ist eine halbe Ecke. Und jetzt haben wir 7 Stäbchen als Basis. Das bedeutet, wir häkeln 7 Stäbchen ins hintere Maschenglied. Und dann 2 Stäbchen in die Lücke und in dieser Runde bekommt jede Kante genau 11 Stäbchen. In jeder Runde kommen 4 Stäbchen pro Kante hinzu. Dann die 2 Luftmaschen, noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke, dann wieder 7 Stäbchen ins hintere Maschenglied, zwei Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Hier genau schauen, dass ihr beim ersten Stäbchen beginnt. Wieder 7 Stäbchen ins hintere Maschenglied. Zwei Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Wie gesagt, ganz wichtig, das erste Stäbchen muss gut sichtbar sein. Und noch einmal 7 Stäbchen ins hintere Maschenglied. Zwei Stäbchen in die Lücke, ganz am Ende, das ist wichtig, das dürft ihr nie vergessen. Und dann
ein halbes Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens. Wie gesagt, in dieser Runde haben wir 11 Stäbchen pro Kante, in der nächsten Runde 15 Stäbchen, dann 19 und so weiter. Und wir wiederholen diese Runde sinngemäß, bis das Quadrat die Größe erreicht hat, die ich euch für eure Größe oben in die Ecke schreibe. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Quadrat hat eine Kantenlänge von ca. 27 cm erreicht und jetzt machen wir die Verlängerung nach unten. Ihr solltet euch unbedingt die Anzahl Runden, die ihr hier gemacht habt, notieren, damit ihr das beim zweiten Teil dann genauso nachvollziehen könnt. Wenn das Teil erst einmal fertig ist, ist es nicht mehr so einfach nachzuvollziehen. Also unbedingt die Rundenzahl, die ihr hier gemacht habt, notieren. Und für die Verlängerung häkeln wir jetzt nur noch über diese Kante und wir beginnen mit einem Ersatzstäbchen in die Lücke. Also nur ein Stäbchen in die Lücke und dann häkeln wir ganz normale Stäbchen durch beide Maschenglieder durch. In jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen häkeln und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Und auch hier häkle ich in die Lücke noch ein Stäbchen. Insgesamt ergibt sich automatisch eine ungerade Maschenzahl. Das ist wichtig. Wir wenden die Arbeit und in der Rückreihe beginnen wir mit einem Ersatzstäbchen in den ersten Maschenkopf. Dann häkeln wir eine Luftmasche, wir lassen eine Masche aus und häkeln eine Zweiernoppe. Das bedeutet, wir holen einen Umschlag und holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden nochmal durchholen, etwas heraufziehen, alle Fäden abmaschen, sodass 2 auf der Nadel bleiben. Die maschen wir zusammen ab. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, eine Zweiernoppe häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, eine Zweiernoppe häkeln. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Die Reihe endet mit einer Luftmasche, eine Masche auslassen und ein Randstäbchen in die letzte Masche. Und wir wenden die Arbeit und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun stets wiederholt. Ich zeige euch beide Reihen noch einmal. Wir starten mit einem Ersatzstäbchen in den ersten Maschenkopf und wir häkeln jetzt eine Reihe Stäbchen und zwar immer ein Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen in die Noppe, ein Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen in die Noppe. Und es muss natürlich dieselbe Anzahl Stäbchen herauskommen wie in der unteren Stäbchenreihe. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe dieselbe Anzahl Stäbchen gehäkelt wie hier. Wichtig ist, bis zum Randstäbchen hinaus häkeln, auf keinen Fall irgendwo ein Stäbchen vergessen. Und wir wenden die Arbeit
Und die Rückreihe beginnt mit dem Randstäbchen in den ersten Maschenkopf. Dann häkeln wir eine Luftmasche, eine Masche auslassen, eine Zweiernoppe, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, eine Zweiernoppe und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Die Reihe endet mit einer Luftmasche und einem Stäbchen in die letzte Masche. Und diese zwei Reihen wiederholen wir nun so lange, bis wir ein bestimmtes Gesamtmaß erreicht haben. Das ist die Länge des Pullovers ohne Bund. Die endgültige Länge könnt ihr dann später mit dem Bund auch noch bestimmen. Und wir häkeln alle ungefähr 28 cm dran. Und ich schreibe euch das Gesamtmaß, auf das ihr kommen solltet, oben in die Ecke. Und wir enden vorläufig mit einer Stäbchenreihe. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Teil hat die gewünschte Länge erreicht und jetzt häkeln wir die Verbreiterung. Ich habe mit einer Stäbchenreihe vorläufig geendet und jetzt häkeln wir hier eine Reihe Stäbchen. Ich beginne mit dem Ersatzstäbchen in die Lücke, also um das Stäbchen herum. Dann noch ein Stäbchen in die erste Lücke und dann häkeln wir um jedes Stäbchen 2 Stäbchen, immer um die Randstäbchen herum häkeln, bis wir zum Granny Square kommen. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beim Granny Square angekommen. Das erkennt ihr hier an der Ecke. Und bis hierher ergibt sich eine gerade Maschenzahl und über das Granny Square ergibt sich wieder eine ungerade Maschenzahl, so wie hier. Und wir häkeln ein Stäbchen in die Lücke und dann häkeln wir ganz normale Stäbchen durch beide Maschenglieder durch bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig und auch hier häkeln wir noch ein Stäbchen in die Lücke. Sehr wichtig, insgesamt müssen wir eine ungerade Maschenzahl haben. Und wir wenden die Arbeit und wir starten mit dem Ersatzstäbchen in die erste Masche. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen und eine Zweiernoppe häkeln. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, eine Zweiernoppe häkeln. Es ist dasselbe Muster wie bei der Verlängerung und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit einer Luftmasche, eine Masche auslassen und ein Randstäbchen in die letzte Masche. Und wir wenden die Arbeit und wir häkeln nun wieder abwechselnd eine Reihe Stäbchen, eine Reihe Noppen, genau wie hier, bis das Teil die gewünschte bzw. benötigte Gesamtbreite erreicht hat. Ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke und wir enden vorläufig mit einer Noppenreihe. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe die vorläufige Breite erreicht. Sehr wichtig, notiert euch alle Reihenzahlen. Notiert euch hier, wie viele Runden ihr für das Quadrat gemacht habt. Auch diese Anzahl der Reihen notieren und auch diese Anzahl. Denn jetzt kommt noch eine Abschlussrunde dazu und die dürft ihr dann natürlich im Vorfeld bei der Anfertigung des zweiten Teiles nicht mitzählen. Deshalb bitte alle 3 Zahlen notieren. Und jetzt häkeln wir eine Abschlussrunde mit Stäbchen und ich beginne wie immer mit dem Ersatzstäbchen in die erste Masche. Und jetzt häkle ich noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Das ist eine halbe Ecke. Die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Und schaut euch bitte die ganze Runde an, damit ihr alle Ecken und Kanten genau gleich habt wie ich. Und jetzt häkeln wir ganz normal eine Reihe Stäbchen bis zur nächsten Ecke. In jede Masche ein Stäbchen und in jede Lücke ein Stäbchen. Und bei der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe an der Ecke angekommen. Das letzte Stäbchen befindet sich in der Lücke und ins Ersatzstäbchen häkeln wir 2 Stäbchen in dieselbe Masche, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in dieselbe Masche. Das ist eine Ecke und jetzt häkeln wir bis zum Beginn des Granny Squares und zwar um jedes Randstäbchen 2 Stäbchen. Und wenn ihr beim Granny Square angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Granny Square angekommen, das erkennt ihr hier an der Ecke. Und in diese Lücke häkle ich ein Stäbchen. Und dann häkeln wir auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen und hier häkle ich durch beide Maschenglieder durch. Und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen und hier häkeln wir in die Lücke 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen und wir häkeln wieder auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen durch beide Maschenglieder durch und am Ende des Granny Squares sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende des Granny Squares angekommen. Das erkennt ihr hier an der Lücke. Auch hier häkle ich in die Lücke ein Stäbchen und dann häkle ich wieder um jedes Randstäbchen herum 2 Stäbchen. Und das machen wir bis zur nächsten Ecke. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen und damit wir auf den gegenüberliegenden Seiten immer dieselbe Anzahl Stäbchen haben, häkle ich hier nur ein Stäbchen in die letzte Lücke und dann 2 Stäbchen in die Masche an der Ecke. Dann 2 Luftmaschen, noch 2 Stäbchen in die Eckmasche
Und dann kommen wir zur letzten Kante und wir häkeln bis zur Mitte und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe bei der Hälfte angekommen und hier genau schauen, hier ist noch ein Maschenkopf vom letzten Stäbchen. Diesen nicht auslassen und dann häkeln wir um jedes Randstäbchen 2 Stäbchen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig und am Ende brauchen wir noch eine halbe Ecke und wir häkeln noch 2 Stäbchen in die Masche, wo schon 2 Stäbchen drin sind und dann häkeln wir ein halbes Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens, dann noch eine Luftmasche, wir schneiden den Faden ab, ziehen ihn heraus und ziehen ihn fest. Noch einmal zur Erklärung. Im besten Fall haben immer die gegenüberliegenden Seiten gleich viele Stäbchen. Sollte es tatsächlich um ein Stäbchen nicht passen, ist das kein Drama, da müsst ihr das nicht neu machen. Und jetzt brauchen wir ein zweites völlig identisches Teil. Wieder mit dem Granny Square beginnen, dann die Verlängerung und dann die Verbreiterung, häkeln und haltet euch an die Zahlen, die ihr euch aufgeschrieben habt. Und auch am Schluss wieder diese Abschlussrunde häkeln. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 2 identische Teile angefertigt und ich zeige euch jetzt, wie man sie zusammenfügt. Wir schließen zunächst die Schulternähte. Ihr legt euch das erste Teil auf den Tisch. Das Granny Square ist links oben. Die schöne Seite ist sichtbar. Die schöne Seite erkennt ihr sehr gut am Granny Square, wo diese Stege sind. Und auf der anderen Seite sieht das völlig anders aus. Und auch an den Stäbchenreihen erkennt man die schöne Seite. Auf der schönen Seite liegen die Stäbchen tiefer und sind glatter als auf der Rückseite. Hier sind die Stäbchen erhabener und sie sehen auch nicht gleich aus. Sie sind nicht so schön glatt. Und dann legt ihr das zweite Teil mit der schönen Seite nach unten, also nach innen drauf. Hier ist die Rückseite zu sehen, also die Innenseite, die weniger schöne Seite. Und ihr legt euch das so übereinander. Dann nehmt ihr ein Maßband und messt die Teile ab. Schön Ecke auf Ecke legen, abmessen. Bei mir sind das 56 cm, das bedeutet bei 28 cm ist bei mir genau die Mitte. Und diese Mitte markiert ihr euch und dann messt ihr von dieser Mitte circa 14 bis 15 cm herüber und gebt auch hier eine Klammer hinein und auf der anderen Seite ebenfalls. Und dieses Stück schließen wir. Und da wir immer von außen nach innen die Nähte schließen, wird der Ausschnitt auf jeden Fall symmetrisch und befindet sich genau in der Mitte. Wir müssen nur auf beiden Seiten genau dieselbe Anzahl Maschen schließen und wir stechen durch beide Lücken durch, holen den Faden durch. Wir verknoten den Faden
Wir stechen noch einmal durch beide Lücken durch, holen den Faden durch und häkeln eine Luftmasche und dann wieder durch die Lücken eine feste Masche. Und dann schließen wir Masche für Masche die Schulternaht bis zur Klammer. Und wenn ich bei der Klammer angekommen bin, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur Klammer feste Maschen gehäkelt, zählt hier die festen Maschen und macht auf der anderen Seite genau das gleiche. Dann häkle ich eine Luftmasche und ich lasse hier noch ein Stück Faden dran, falls ihr nach Anprobe die Naht noch 1 bis 2 cm schließen wollt, habt ihr hier ein Stück Faden. Und wie gesagt, dann dreht ihr euch das Ganze um und fangt wieder von außen nach innen an und macht genau gleich viele Maschen wie auf der anderen Seite. Und wenn ihr beide Schulternähte geschlossen habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Schulternähte geschlossen und das Teil wieder auf die schöne Seite umgedreht und das sieht dann so aus. Und jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe den Ärmel direkt an den Pullover dran gehäkelt und nach unten hin schmaler werden lassen und dann noch einen Bund dran gemacht. Und ich habe den Ärmel im Muster dieser Verbreiterungen und Verlängerungen gehäkelt. Und wie das alles gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen als Anfangsreferenz die Schulternaht und die schöne Seite schaut nach oben und ich schreibe euch die Maße oben in die Ecke. Hier müsst ihr das angegebene Maß messen und ich habe mir bereits einen Maschenmarkierer gesetzt auf beiden Seiten und wir brauchen hier und hier dieselbe Maschenzahl, das ist wichtig, also die Maschen zählen, nicht nur messen. Und wir brauchen eine zusätzliche Masche hier in der Nähe der Schulter, weil wir eine ungerade Maschenzahl brauchen. Und wenn ihr eure Vorbereitungen gemacht habt, dann starten wir hier mit dem Ärmel. Wir holen den Faden durch, wir verknoten den Faden und beginnen in derselben Masche. Wir holen den Faden durch und häkeln ein Ersatzstäbchen. Und dann häkeln wir Stäbchen bis zur Schulternaht. Und ich steche hier in beide Maschenköpfe ein. Und wenn ihr bei der Schulternaht angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur Schulternaht auf jedes Stäbchen ein Stäbchen gehäkelt. Diese Anzahl, die ihr jetzt habt, braucht ihr auf der anderen Seite auch. Und hier brauchen wir ein zusätzliches Stäbchen, damit wir eine ungerade Maschenzahl erhalten. Und hier häkle ich einfach in die beiden vorhandenen Lücken ein Reliefstäbchen von vorne um die Naht herum. Und dann häkle ich auf der anderen Seite weiter, und zwar die gleiche Anzahl wie auf dieser Seite. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe insgesamt eine
ungerade Anzahl Stäbchen aufgenommen und auf beiden Seiten gleich viele plus dieses eine Stäbchen bei der Naht. Und wir wenden die Arbeit und immer in der Rückreihe machen wir eine Abnahme. Wir starten mit einem Ersatzstäbchen in die erste Masche und jetzt kommt die Noppenreihe und da würden wir jetzt normalerweise eine Luftmasche häkeln. Die lassen wir jetzt einfach aus, aber wir überspringen ein Stäbchen und häkeln die Noppe in die nächste Masche. So erhalten wir hier eine Schräge und in der nächsten Reihe haben wir hier nur 2 Stäbchen statt 3 Stäbchen. Dann wie gewohnt eine Luftmasche und in jede zweite Masche eine Noppe häkeln. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. 2 Maschen müssen übrig sein. Wir lassen auch hier die Luftmasche weg und häkeln sofort in die letzte Masche das letzte Randstäbchen. Und wir wenden die Arbeit und wir wiederholen immer dieselben 2 Reihen. Und dadurch, dass wir die Luftmaschen weggelassen haben, haben wir in dieser Reihe nun 2 Stäbchen weniger. Eins am Anfang und eins am Ende der Reihe. Wir beginnen mit dem Ersatzstäbchen und häkeln sofort ein Stäbchen in die Noppe und dann ein Stäbchen in jede Lücke und in jede Noppe. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe haben wir ebenfalls eine Noppe und das Ersatzstäbchen übrig. Und wir häkeln noch ein Stäbchen in die Noppe und dann das letzte Stäbchen. Wir machen also die Abnahmen in dieser Noppenreihe und in der Stäbchenreihe wirkt sich das so aus, dass wir immer 2 Stäbchen weniger haben. Ich zeige euch auch die Rückreihe noch einmal. Wir starten immer mit dem Ersatzstäbchen und wir häkeln keine Luftmasche, lassen aber eine Masche aus und starten hier mit den Noppen. Und dann ist es dasselbe Muster wie beim Pullover. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe bleiben 2 Maschenköpfe übrig. Wir häkeln keine Luftmasche, sondern in die letzte Masche das Randstäbchen. Und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun so lange wiederholt, bis wir die Länge bis zum Bund erreicht haben. Den Bund habe ich circa 5 cm breit gemacht und bis zum Bund habe ich circa 40 cm gebraucht. Das ist ein Richtwert, den schreibe ich euch oben in die Ecke. Und sollte der Ärmel im Verlauf der Arbeit zu schmal werden, schreibe ich euch auch Richtwerte für die Breite, bevor wir den Bund häkeln, in die Ecke und dann einfach ohne Abnahmen weiter häkeln. So wie wir es hier beim Pullover auch gemacht haben. Also sobald der Ärmel schmal genug ist, ohne Abnahmen weiter häkeln bis zum Bund. Und wenn ihr eure benötigten Maße erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschten Maße erreicht bis zum Bund. Und wir häkeln jetzt zunächst eine Reihe Stäbchen und sollte der Ärmel bei euch noch zu breit sein,
könntet ihr in dieser Reihe auch ein paar Stäbchen abnehmen oder auf eine dünnere Häkelnadel umsteigen. Ich häkle mit der gleichen Häkelnadel weiter und ich lasse auch die Maschenanzahl so wie sie jetzt ist. Und wir häkeln zunächst eine Reihe Stäbchen. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine ungerade Anzahl Stäbchen aufgenommen, weil sich das aus dem Muster so ergibt. Wir wenden die Arbeit und ab jetzt häkle ich kein Ersatzstäbchen mehr, sondern am Anfang 2 Luftmaschen. Die sind das erste Stäbchen und dann häkle ich abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Bei einer ungeraden Maschenzahl endet die Reihe mit einem Reliefstäbchen von vorne und am Ende häkle ich einfach nach dem Reliefstäbchen noch ein Stäbchen um das letzte Stäbchen in die Lücke. Und wir wenden die Arbeit und wir beginnen wieder mit 2 Luftmaschen und diese Reihe beginnt mit einem Reliefstäbchen von hinten und dann ein Reliefstäbchen von vorne und so weiter. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Diese Reihe endet mit einem Reliefstäbchen von hinten und einem Stäbchen in die letzte Lücke um das Randstäbchen herum. Und diese 2 Reihen wiederholen wir so lange, bis der Ärmel die gewünschte Gesamtlänge erreicht hat. Ich mache das Bündchen circa 5 cm breit, aber mit dem Bündchen könnt ihr natürlich die endgültige Länge des Ärmels bestimmen. Und wenn euer Ärmel die benötigte Länge erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Ärmelbund fertiggestellt und ich habe den Pullover so gedreht, dass die schöne Seite innen ist. Die schöne Seite erkennt ihr am besten an den Granny Squares. Und jetzt schließen wir die Ärmelnaht, aber nur bis unter dem Arm. Und ich fixiere meine Nähte immer mit ein paar Klammern, das erleichtert das Zusammenhäkeln. Zuerst häkle ich immer eine Luftmasche und dann gebe ich die 2 Teile schön aufeinander und häkle immer um die Randstäbchen herum 2 feste Maschen. Und achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen. Und wie gesagt, wir schließen die Naht bis unter dem Arm und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Naht bis unter dem Arm geschlossen und diese Naht schließe ich von unten nach oben, damit die Teile hier am unteren Rand des Pullovers genau zusammenpassen. Ich habe auch hier wieder ein paar Klammern verwendet, um die Naht zu fixieren. Und ich beginne hier bei den Lücken. Ich steche durch beide Lücken durch, hole den Faden durch. Ich verknote den Faden. Ich steche noch einmal durch beide Lücken durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und eine feste Masche. Und dann schließe ich Masche für Masche wieder die Naht, bis wir unter dem Arm
ankommen. Und wenn ihr diese Seite fertiggestellt habt, macht ihr die zweite Seite genau gleich, also den Ärmel und die Nähte, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, wir haben beide Seiten fertiggestellt und beide Ärmel, und jetzt machen wir einen kleinen Kragen dran und ich beginne bei der Schulter auf der schönen Seite des Pullovers. Und ich starte in der ersten Masche neben der Schulternaht, hole den Faden durch und verknote den Faden und steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und in dieselbe Masche eine feste Masche. Und dann häkle ich einmal rundherum feste Maschen, bis wir wieder hier ankommen, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und schließe mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Ich häkle eine Luftmasche und in die erste feste Masche wieder eine feste Masche, aber nur ins hintere Maschenglied. Und auch alle anderen festen Maschen arbeite ich ins hintere Maschenglied. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und auch hier schließe ich in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Der muss natürlich vernäht werden und wir sehen uns gleich beim unteren Bund wieder. Willkommen zurück. Für das untere Bündchen beginne ich in einer Seitennaht, ebenfalls auf der schönen Seite des Pullovers. Ich beginne in der Lücke, hole den Faden durch, verknote den Faden, ich steche in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch und häkle als Ersatzstäbchen 2 Luftmaschen. Das zählt ebenfalls als Stäbchen. Und dann nehme ich rundherum eine gerade Anzahl Stäbchen auf. Und wenn ihr wieder hier angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen. Ich habe eine gerade Anzahl Stäbchen aufgenommen. Das könnt ihr hier regulieren. Entweder noch eins in die Lücke häkeln oder nicht. Wichtig ist, dass wir eine gerade Anzahl haben. Und dann schließe ich in die zweite Luftmasche zur Runde. Hier genau schauen, es muss genau die zweite Luftmasche sein. Und wir beginnen wieder mit 2 Luftmaschen und dann häkeln wir abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Jede Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche. Und diese Reihe wird nun so lange wiederholt, bis der Pullover die gewünschte Gesamtlänge erreicht hat. Jede Runde beginnt mit 2 Luftmaschen und dann starten wir mit einem Reliefstäbchen von vorne und dann ein Reliefstäbchen von hinten. Und jede Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne
und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche. Und ich schreibe euch einen Richtwert für den Bund oben in die Ecke, aber ihr könnt natürlich die Länge des Pullovers selbst bestimmen. Und wenn ihr den Bund gemacht habt, ist unser wunderschöner Pullover fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.